Willkommen auf Atoms, Freunde. Wir haben heute eine Besonderheit, die wir euch präsentieren wollen. Eine der schönsten, größten und lukrativsten, deshalb, weil die Qualität einfach top ist. Aber bevor ich die Details durchgehe, wir gehen erstmal Stock für Stock alles durch. Es wird detailliert gezeigt. Genießt diese Show, lehnt euch zurück. Diese Immobilie übertrifft fast alles, was wir bis jetzt gezeigt haben. Eigentlich wollte ich die Jenny um Erlaubnis bitten, ob ich die ganze Zeit meine Arme hochhalten kann. Wir sind jetzt obersten Stockwerk des Immobilien und hier haben wir das erste Schlafzimmer. 3 davon gibt es im oberen Bereich. Natürlich Terrassen, Balkone, alles wird euch gezeigt. Wir haben hier eine besondere Rahmen, Jenny. Damit beginne ich. Die technischen Daten kann ich sonst nie rübergeben, muss man detailliert machen. Die sind auch bodentief gebaut. Aus dem heraus gelangen wir auf die Terrasse. Das zeigen wir euch nachher. Zeigt mal bitte detailliert das Schlafzimmer. Was mir persönlich sehr gut gefällt hier auch, nicht nur die Größe, nicht nur Ausblick, nicht nur diese brachiale Macht von 1170 Quadratmeter Grundstück mit 600 Quadratmeter geschlossenen Räumen, sondern dass die Räume auch so modern wie möglich gestaltet worden sind. Zum Beispiel diese Holzverkleidung, Freunde, das ist alles Handarbeit und alles von einem Schreiner an diese Immobilie angepasst worden. Hier haben wir Ankleidezimmer von dem Schlafzimmer, wo wir gestartet sind. Was mir auch persönlich gefällt, dass die Schränke vom Boden bis zur Decke gehen, Jenny. Ja, dann fällt nämlich kein Staub nach oben hin, sodass man putzen müsste. Ne? Aber es ist, also das ist mal ein begehbarer Kleiderschrank, ich sag's euch. Auch Details, wenn man durchgeht, die Fenster nicht halbscharig, sondern durchdacht gemacht. Für das Schlafzimmer haben wir natürlich ein eigenes Badezimmer und das befindet sich hinter Jenny. Wie ihr seht, Freunde, man hat hier nicht viele Fliesen verwendet. Man hat hier die größten Fliesen in Stücke eingearbeitet. Die zum Beispiel sind 1,20 x 2,40, deswegen sehen wir die Fuge ganz oben. Ansonsten die Belüftungssysteme sind anders, die Wasserhähne hier sind anders, Waschbecken, auch die Dusche, einfach total schön und einfach gemacht, Jenny, mit Glastür. Wir haben viele Immobilien euch präsentiert, aber diese Immobilie hat eine andere Klasse. 4 von diesen wunderbaren Immobilien gibt es hier. Und die 2 sind verkauft, 1 ist vorbestellt, das ist das Einzige, was man noch haben kann. Allein wenn ich hier stehe, Jenny, diese brachiale, diese weite Fenster vom Boden bis zur Decke, total schön mit diesem Ausblick. Aber ich würde, wenn wir schon da sind, auf die Terrasse erstmal, was sagst du? Lass uns mal rausgehen. Ja, man hat hier nicht nur Meerblick, Freunde. Oh, herrlich. Schaut euch mal diese Taurusgebirge an. Das zeigen wir euch immer wieder. Aber wenn ihr live hier seid, seid ihr genauso begeistert wie wir. Wir haben vorhin mit Kunden uns getroffen, sind knapp 50, wollen herkommen. Was ich zu 100% verstehe, viele fragen mich, was ich hier mache. Hier mache ich das, was mir Spaß macht. Und die Terrasse hier hat mindestens 60 Quadratmeter, wo man alles machen kann. Ansonsten ist die Immobilie komplett mit Bodenheizung bestückt. Intelligente Home-System, man kann alles mit elektrisch oder aber auch so eben bedienen. Hier hat man eigentlich Sonnenblocker, Jenny, aber die obere Seite haben die auch zugedeckt, was für mich sehr, sehr wichtig ist, was Sinn macht. Von hier kann man dann auch reingehen. Sie zeigt mir, wie wir vorgehen sollen. Allein von einer Seite auf die andere Seite ist 30 Meter lang, Jenny. Mädels, das ist euer Catwalk. Das könnte eurer sein.
Ansonsten eine der wichtigen Elemente, wir haben Galerieöffnung, wir haben einen Aufzug hier, den können wir auch herbestellen. Während du Galerieöffnung zeigst, Jenny, kommt Aufzug hoch, dann können wir beides auf einmal zeigen. Das ist übrigens der Kamin. Mit Porzellan verkleidet. Wahnsinn, echt. Aufzug wäre hier, da würden auch 4, 5 Leute reinpassen. Die Folien sind noch nicht mal abgemacht, Freunde. Und dann gehen wir in das Schlafzimmer in der Mitte nochmal. Ich habe ja euch gesagt, alle Schlafzimmer haben eigenen Badezimmer. Und jedes davon ist anders gestaltet. Geh auch bitte da rein und zeig mal Fliesenauswahl und auch die Farben des Waschbecken und so weiter. Das ist wirklich extrem schön. Allein diese Regendusche, gell? Ja. Das ist richtig. Monsunregen. Monsunregendusche. Ansonsten auch Bett, Kopfteil und so weiter. Mein Gott, so stelle ich mir Arbeit vor. Nicht nur welches Material, aber auch wie verarbeitet worden ist, ist für uns sehr wichtig, Jenny. Da regst du dich immer auf. Hier hat man nochmal eine Terrasse, Freunde. Und hier, Vorteil davon ist, Jenny, dass man die Morgensonne herbekommt. Also wenn man morgens Kaffee trinken möchte, ist hier, wobei, weil unser Grundstück so groß ist, hätte man auch Poolbereich ohne weiteres die Morgensonne da. Wir haben eine Zentralklimaanlage. Da hinten ist auch noch was, ne? Ja, ne? Schlafzimmer Nummer 3. Die Klimaanlagen sind von Daikin. Die Schränke alle beleuchtet, mit Glaselementen bestückt. Was auch sehr wichtig ist, nochmal ein technischer Detail ist Soundanlage drin. Also ihr habt ganze Haus Soundanlage. Und mir persönlich, Jenny, haben diese Fliesen am besten gefallen. Hell gehalten, trotzdem sehr edel. Sehr schön, gefällt mir auch extrem gut. Also ganz, ganz toll. Ja, Deckenhöhe 3 Meter. Und von hier gehen wir dann ein Stock tiefer, wo unsere Hauptraum und Haupträume sich befinden. Das heißt, wir haben unten auch einmal Schlafzimmer, Wohnbereich, die Küche und Essbereich mit Galerieöffnung. Ausblick von unten zeigen wir euch, wie grandios das ist. So, ersten Obergeschoss haben wir euch gezeigt. Das waren 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Vorne und hinten Riesenterrasse. Jetzt befinden wir uns im Hauptteil des Hauses, wo man eigentlich reinkommt. Und hier ist das Wohnzimmer mit Küchenbereich und Essbereich. Jenny, ich glaube, wenn du bis ganz hinter gehst, könnte sein, dass man mich gar nicht mehr sieht. Aber ich will nicht, dass du dahinter gehst. Was mir auch hier einfach fantastisch gefällt, ist, dass man nach vorne kein Mauerstück dazu gemacht hat, außer die Träger ist nichts, was euren Blick blockieren darf. Das heißt, viel Fenster. Ja, also das ist wirklich fast schon wie ein Infinity Pool. Das ist unglaublich. Hinter mir 98 Zoll Fernseher, trotzdem schaut das nicht so groß aus. Auch diese Hinterwand vom Fernsehen super gemacht. Jenny, du willst was sagen? Du lachst schon. Also ich muss sagen, du sagst zwar, der Fernseher schaut nicht groß aus, weil dieses Haus einfach so riesig ist, aber du schaust ganz schön klein neben dem Fernseher aus. Wichtig ist, Freunde, ich bin 1 Zentimeter größer wie Sie und das reicht aus, um Sie zu ärgern. Das Badezimmer im unteren Bereich befindet sich hier.
Oh, die Fliesen mag ich ja auch gerne. Gell? Ich habe immer gedacht, die gefallen mir irgendwann nicht mehr, aber ich finde die jedes Mal voll toll. Ja, hier, Jenny, hat man eine Speisekammer gemacht, was macht 100% Sinn. Das ist ein Gefrierfach, was du immer haben wolltest, aber du wolltest die schau flachen. es dir ganz genau an, den will ich übrigens immer noch haben. Also so, Finde ich toll. so aufrecht gefällt mir auch. Oh, Gott Jetzt sei könnten Dank. wir Garage eine hinstellen. Ja, siehst du mal. Und hier haben wir eben Speisekammer, wo man alles aufbewahren kann. Freunde, das ist wirklich obere Klasse, exklusiv Leben am Meer. Man kann nicht mit einer Großstadt oder was weiß ich was vergleichen. Das ist meiner Meinung nach ultra exklusiv. Wenn ihr das nicht glaubt, schaut euch mal das Schlafzimmer an. Also ich habe vorher schon gesagt, also das eine Wohnzimmer reicht ja nicht. Man braucht ja hier im Schlafzimmer noch ein kleines Wohnzimmer. Es ist unfassbar. Also ich laufe hier wirklich nur mit einer offenen Kinnlade rum. Es gefällt mir so sehr. Weißt du, Jenny, ganz wichtig ist, dass wir auch den Zuschauern das sagen. Wir haben über 2.000, 3.000 Immobilien mittlerweile besichtigt. Interessant, nicht interessant. In vielen Immobilien, wenn man eine Villa gebaut hat, hat man unten noch zum Wohnzimmer und Küchenbereich nochmal eine kleine Räumlichkeit zum Schlafen dazu gebaut. Und hier ist es nicht der Fall. Hier haben wir unteren Bereich das größte Schlafzimmer. Das ist der echte. Und auch hier Ankleidezimmer ist auch das größte. Nochmal. Wow. Hinter mir. Und das Badezimmer hier. Ja, 2 Regenduschen. Leute, 2 Regenduschen. Wie groß ist denn so eine Dusche jetzt? Also das kann man sich kaum vorstellen über das Video. Wie groß ist die? Das ist jetzt 220 mal ungefähr 1 Meter. Irre. Ganz wichtig ist hier auch, wenn man eben nicht abwarten möchte, bis jemand zu Ende geduscht hat, kann man das gleichzeitig tun. Hier haben wir auch eine externe Wassertherme, was elektrisch das Wasser aufheizt. Also ihr habt keine Probleme. Was auch wichtig ist, ein elektrisches Fahrzeug kann man hier auch aufladen. Wallbox ist da und ein Wassertank für Reservewasser. Wir wollten euch das Gefühl geben, wie weit das einfach voneinander entfernt ist. Und Jenny steht einfach nur nicht mal 1/3 des Hauses von mir entfernt. Hier haben wir gesagt, ist Wohnbereich. Schöne Möbel, extra Jenny, nochmal von Eigentümer als Information. Wem die Möbel nicht gefallen, man kann die von der Möbelausstatterfirma abholen lassen und das mitnehmen, was einem gefällt. Ist die Option hier nochmal vorhanden. Hier, wenn man hier sitzt, sitzt man in der Höhe von dem Pool, was 60 Quadratmeter ist, Jenny. Und aus dem Poolareal hat man natürlich einen wunderbaren Ausblick, Porzellan und offener Kamin darf ja nicht fehlen, was auch mit Porzellan verkleidet ist. Essbereich in Galerieöffnung. Das ist einfach Highlights des Hauses, aber wir haben mehrere Highlights hier, nicht nur eine, oder Jenny? Ja, aber hier ist es natürlich schon... 8 Stühle, trotzdem sind die weit auseinander, auch ein Porzellantisch. Und wenn man hier steht, Freunde, Decken hoch, über 2 Stockwerke sind die Fenster mit Aluminiumrahmen, sind auch Komfortfenster, die die Hitze draußen lassen, Lärm draußen lassen und nur das Wichtige drin lassen. Ich finde auch dieser Kontrast sehr gut. Boden, Walnussoptik, auch die Decke ist Walnuss, echt Walnussholz ist es. Auch die Lampen hin und her, schiebbar, Soundanlage und Kücheninsel hat nochmal
4 Stühle. Wenn man hier kocht, Jenny, oder abspült, hat man wieder grandiose Stadtblick, Meerblick, Bergblick. Die Schränke führe ich euch vor, Freunde. Lackierte, beigefarbene Schränke. So macht man auf, wenn man hintapst. Und hier sind die Knöpfe, wenn man drückt, gehen die einfach wieder zu. Hier haben wir Porzellanähnliche Material, ist Marmor. Man wollte unbedingt, dass man eben die Verkleidung von Kamin ähnlich haben. Und deswegen hat man die Farbe ausgesucht. Weinschrank von Siemens. Überhaupt an alles wurde gedacht, und wenn eine Sache euch noch fehlt, das kann man nachholen. Auch Dunstabzug. Mit Fernbedienung fährt der runter. Siemens Elektrogeräte sind hier drin, aber das sind die kleinsten. Das ist sogar teils, das ist Elektro- und Induktion. Ja, hier Steckdosen, auch sehr gut geregelt. Also man hat von den anderen Immobilien viel gelernt. Wir haben hier 4 Stück, haben wir gesagt. Das erste haben wir mal auch präsentiert gehabt. Ihr habt es bestimmt gesehen. Und das ist verkehrt rum. Dort war Wohnzimmer auf der anderen Seite. Das wäre unser Eingangsbereich. Wir haben die Ehre, das Haus als Erste zu präsentieren. Das heißt was? Wir haben, egal wer was sagt, die Bauherren rufen mich an, nicht ich, die. Und das ist eine Klasse, eine Anerkennung auf Atoms, Freunde. Es gibt viele, die was präsentieren, aber wir schauen nicht rum und welche Immobilie zu verkaufen ist, rufen von Schild an und sagen, wir wollen ihre Immobilie präsentieren, sondern die rufen uns an. Das ist für uns natürlich eine große Ehre, dass wir so tolle Arbeit geleistet haben. Letzten 4 Jahre, Jenny, auch hier danke an dich. Wir gehen jetzt untersten Geschoss und zeigen meine Räumlichkeiten. So, Freunde, Details enden hier nicht. Diese Treppenart soll Panda heißen, Jenny, und man muss hier die Farbkontraste so übereinstimmen, dass es nicht einfach ist. Das können nur wenige Menschen. Und dieses Element haben wir noch nicht gezeigt. Zeig mal bitte, das gibt auch am Eingangsbereich. Das ist Glasverkleidung, Freunde. Okay, ich bin unten angekommen und rieche schon Spa-Bereich. Das ist die Sauna für unteren Bereich. Haben wir auch gleicher Marke. Ich finde wunderbar, wunderbar. Also, und man kann sogar hier leuchten lassen, aber ich wollte die technischen Daten nicht gleich durcheinander machen, deswegen habe ich nicht versucht anzumachen. Erst gehen wir Lieblingsräume, oder? Natürlich haben wir hier auch einen Technikraum. Hier werden sämtliche Sachen stattfinden, und das ist diese Therme, was ich euch gezeigt habe von Daikin. Das heizt euren Wasser auf. Dann gehe ich weiter, Aufzug. Jenny, soll ich meine Augen zumachen? Du hast schon gesehen. Oh. Da könnt ihr euch drum streiten, was ihr hier anschauen wollt. Schau mal, auch Teppich mag man ja nicht, aber manche Räume brauchen Teppich, findest du nicht? Doch. Freunde, um King zu sein, oh mein Gott. Ihm gefällt's. Ich habe den Eigentümer schon gesagt, also das Haus ist ein Traum. Alle Träume müssen sich nicht realisieren, aber Träume sollte man immer haben, Freunde. Und das ist eben das, wo ich sage, man kann sich immer steigern und man muss aber nicht alles haben. Billardtisch. Jenny, du willst mich rausjagen, aber komm bitte her. Hier haben wir nochmal eine Küchenzeile, was ganz wichtig ist. Weinschrank, Spülmaschine. Wenn man unten ist, muss man nicht immer hochgehen, um was zu holen. Wenn Fußballtag ist, stell dir bitte vor, du hockst mit 3, 4 Leuten da, nicht du, ich, Fußballtag ist, ja. Jeder Tag ist Fußballtag. Da kannst du sagen, hey, dafür habe ich gearbeitet. Und jetzt gehen wir die restlichen Räume durch. Das hat man auch gut gemacht, gell? Abgetrennt. Ja, Jenny ist ja Hammam-Fan.
Sie macht immer wieder einmal im Monat so Spa, auch schön. Da könnten 2 Leute sich hinsetzen, auch Platz haben. Sich dann hier schön ausruhen. Auch hier hintere Teil, Jenny, man kann hier auch die Schiebetür aufmachen. Trotzdem, obwohl das künstlich ist, schaut richtig schön aus. Finde ich auch. Dann hat man hier einen Raum, den kann der Besitzer selber gestalten, hat er gesagt. Und die Wände sind, Freunde, mit italienischem Putz versehen. Auch cool. Schau mal bitte dieser Waschraum an. Wow! Hä? Edel. Das ist schon schön. Und weißt du, wenn man Rückenschmerzen hat, die Höhe ist genau Hüfthöhe, dass man sich nicht bücken muss, um eben die Waschtrockner oder die Waschmaschine aufzumachen. Hier hat man Fitness geplant, Jenny, und ich bin barfuß, deswegen spüre ich, das ist ein elastischer Boden. Das heißt, das würde zum Beispiel Gelenken und so weiter nicht schaden, auch wenn man barfuß hier laufen würde. Komplett mit Spiegel verkleidet, finde ich gut. Was wird als Quadratmeter hier sein? Circa 40 Quadratmeter, Freunde. Dann würde ich sagen, zeigen wir jetzt noch, wenn ihr so ein schönes Haus besitzt, wo ihr euer Auto auch abstellen könnt. Jenny, wir haben jetzt 600 Quadratmeter geschlossene Räume gezeigt. Kannst du dir vorstellen? Das ist schon sehr groß. Jetzt gehen wir raus und zeigen drumherum. Wir haben bereits gesagt, dass das Video ein bisschen länger ist. Wir wollten alles euch zeigen. Natürlich ist Alarmanlage da. Das ist Eingangsbereich, schön verfließt, rutschfest. Ansonsten hat man genügend Grünzeug. Die wachsen auch diese Mauer entlang noch. Kletterpflanzen sind da angebracht. Und hier ist nur euer Auffahrt, Freunde. Und Jenny wollte unbedingt auch außen zeigen, was Sinn macht. Hier kann man 2 PKWs hinstellen, normal 3, aber wir haben 2 reichlich Platz. Man kann hier Ladestationen machen, Strom hat man hergezogen. Ansonsten, Jenny, Rasen sehen wir ja, gepflegten Rasen nicht sehr oft. Man kann hier Platz nehmen und das Leben genießen. Dieser Olivenbaum ist 600 Jahre alt, ist schön. Bonsai-Stil geschnitten worden. Hier unten, wo die Schläuche sind, Jenny, ist der Tank für das Wasser, Reservewasser, wenn nötig ist. Wir gehen einmal durch. Ich würde an deiner Stelle vorgehen, genau. Das ist das Pool-Areal, Freunde. Wer sagt, ja, ich brauche große Terrassen, wie der heutige Kunde zum Beispiel, obwohl er große Balkon hat, hat er gesagt, Terrassen sind für mich sehr wichtig. Hier hat man Jacuzzi-System, ansonsten kann man hier leicht in den Pool reingehen. Wie ich gesagt habe, ist dieser Pool 60 Quadratmeter. Also hier würdest du auf jeden Fall am Tag auf deine 10.000 Schritte kommen, wenn du hier bestimmt so 30 Mal ums Haus läufst. Auf jeden Fall, Jenny. Und hier haben wir eine Feuerstelle, wenn man abends mit den Freunden hier sitzt und vielleicht Mispeln ist, kann man diesen Ausblick genießen. Das Haus sieht von vorne so aus. Das ist eben das, was mir sehr gut gefällt. Ist ähnlich wie in Ibiza, Ibiza-Style-Haus. Das ist nicht in die Höhe gebaut worden, obwohl das 3 Stockwerke hat. Eins ist ja drunter. Sieht es einfach durch diese Flache viel schöner aus. Ansonsten seitlich vom Haus haben wir natürlich eine Außendusche und Weber Grillstation. Auch daran hat man gedacht und man hat das überdacht, so dass eben Regen keine Zerstörung veranstaltet. Die Villa ist wunderschön, Freunde. Wer das Geld hat, kann hier glücklich werden. Die Kosten dafür betragen 2,95 Millionen Euro. Eins davor haben wir 2,85 gehabt. Diese Villa ist ein bisschen höher und ein bisschen anders gestaltet. Von den Fehlern von erster Villa hat man gelernt, so dass die Villa jetzt so schön wie möglich gestaltet
worden ist. Mir persönlich gefällt die. Wer sagt, Ercan, ich möchte die Details noch haben. Wir haben Baupläne, wir haben Skizzen, wie was entstanden ist. Wir können alles zukommen lassen. In diesem Sinne, @Homes. In Deutschland ist es ja so, oder unsere Kunden sagen, ja, wer kauft denn sowas? Es gibt immer einen Käufer, Freunde. Glaubt's mir einfach. In diesem Sinne nochmal alles Gute.